Hallo und herzlich willkommen. Wenn du denkst, dass die professionelle Lederpflege sehr zeitaufwendig und kostenintensiv ist, dann liegst du falsch. Es gibt nämlich eine ganz einfache und sehr günstige Methode, mit der du die Lederausstattung perfekt pflegen kannst. Diesen wertvollen Tipp habe ich von meinem sehr guten Bekannten bekommen, der beruflich als ein Fahrzeugaufbereiter tätig ist. Alles, was man dafür braucht, habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt zeige ich dir, wie einfach das ist und wie perfekt das Ergebnis aussieht. Die Lederausstattung meiner C-Klasse ist dafür perfekt geeignet. Die Sitze sehen zwar noch gar nicht so schlecht aus, aber wurden die letzten Jahre nicht konsequent gepflegt. Das hat dazu geführt, dass das Leder sehr trocken geworden ist. Und das kann, wie in diesem Beispiel, zu einer Rissbildung führen. Deshalb ist die regelmäßige Pflege sehr wichtig. Dabei müssen aber selbstverständlich geeignete Pflegemittel verwendet werden. Also, ich komme deshalb jetzt zur Sache und werde den Sitz erstmal vom Staub befreien. Für den nächsten Schritt brauchen wir Wasser, Seife und einen Lappen. Damit wird jetzt der Sitz gründlich gesäubert. Die Reinigung wird mit einem feuchten Lappen durchgeführt. Immer darauf achten, dass man nicht zu viel Wasser verwendet. Der Sitz soll ja schließlich nicht ertrinken. Ja, und jetzt kurz warten, bis der Sitz trocken ist und dann können die Arbeiten fortgesetzt werden. Ich habe geduldig gewartet, nun ist es soweit. Der Sitz ist trocken und jetzt kann der nächste Schritt folgen. Damit der Sitz wieder wie neu aussieht, muss die Lederoberfläche an den Stellen, wo sie stark verschlissen ist, gezielt behandelt werden. Hier ist die Lederoberfläche teilweise so verschlissen, dass man die Farbe nicht mehr erkennen kann. Deshalb muss diese Stelle gefärbt werden. Dafür werde ich die spezielle Lederfarbe benutzen. Die gibt es in verschiedenen Tönen. Ich habe sie dir in der Videobeschreibung verlinkt. In der Verpackung befindet sich die Farbe und ein kleiner Pinsel, mit dem die Farbe auf das Leder aufgetragen wird. Bevor die Farbe aufgetragen wird, muss man sie schütteln und dann kann man loslegen. Die Farbe wird auf die betroffene Stelle aufgetragen in mehreren dünnen Schichten. Die Stelle wirkt jetzt zwar dunkler als der Rest des Sitzes, aber sobald die Farbe trocken ist, wird der Unterschied nicht mehr sichtbar sein. So, ich habe jetzt 2 Schichten aufgetragen, das müsste reichen. Jetzt werde ich mit einem feuchten Lappen den Übergang abwischen. Und jetzt ist Geduld angesagt. Jetzt muss die Farbe trocknen und anschließend kann der weitere Arbeitsschritt folgen. Hier kann man sich Zeit lassen und die Arbeiten erst am nächsten Tag fortsetzen. Einen Tag später ist die Farbe trocken wie Pfeffer. Jetzt kann ich die Arbeiten fortsetzen. An dieser Stelle kommt mein Wundermittel zum Einsatz, das Melkfett. Super günstig, liefert aber perfekte Ergebnisse. Es dringt in die Oberfläche ein und bildet gleichzeitig eine Schutzschicht, die vor dem Austrocknen schützt. Darüber hinaus bietet das Melkfett einen leichten UV-Schutz, wodurch die Farbpigmente geschützt werden. Das Melkfett ist sehr einfach in der Anwendung, aber das Wichtigste, es hinterlässt keine Fettflecken. Man muss also keine Bedenken haben, dass dadurch die Kleidung verschmutzt wird. Zum Auftragen wird ein sauberer Lappen benötigt und damit wird das Fett gleichmäßig auf den Sitz aufgetragen. Einfach einreiben, schön verteilen. Wichtig ist, dass die aufgetragenen Schichten nicht zu dick sind. Deshalb lieber mehrere dünne Schichten auftragen. Und jetzt zum Schluss kann der Sitz noch mit einem trockenen Lappen behandelt werden. Aber da sieht man jetzt schon, dass das Leder viel frischer wirkt. Vor der Behandlung
sah die Sitzoberfläche richtig trocken aus. Das ist jetzt eine ganz andere Optik. Also es sieht richtig gut aus. Ja, und das ist keine Zauberei. So arbeiten auch professionelle Fahrzeugaufbereiter. Hier sieht man, dass man nicht unbedingt viel Geld ausgeben muss, damit man ein Top-Ergebnis erreicht. Du kannst mit dem Melkfett auch andere Sachen behandeln, wie zum Beispiel Lederschuhe, Lederjacken oder Möbeln. Dort wirst du genauso gute Ergebnisse erreichen. Schreib mir in die Kommentare, was du von dieser Methode hältst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.